Ständig hören wir, dass der Gesamtmarkt wie auch die Aktie von Google überbewertet sind. Aber ich frage mich, warum hat dann die Legende Warren Buffett letztes Jahr im dritten Quartal für 4,3 Milliarden US-Dollar die Aktie von Google mit ins Portfolio von Berkshire Hathaway mit aufgenommen? Und aus diesem Grund werden wir heute mit meinem selbst entwickelten Aktienanalyse-Tools die Aktie von Google fundamental bewerten. Und dann würde ich sagen, nach einem kurzen Intro, pausiert euch gerne den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe durch, werden wir sehen, ob die Aktie von Google nach einem 65%igen Lauf innerhalb von einem Jahr noch überbewertet ist oder ob ein Kauf noch möglich ist. Legen wir los. Bevor wir uns die Alphabet-Aktie jetzt fundamental unter die Lupe nehmen, werden wir uns ganz kurz mit der Charttechnik aufhalten. Keine Sorge, das wird nicht lange dauern. Und wir wollen uns nur ein paar Kleinigkeiten aus der Vergangenheit anschauen. Also, ich habe das erste Mal Alphabet im September 2024 eingekauft. Und ja, dann gab es einen schönen Kursanstieg und dann kam der Januar. Und im Januar 2025 ist dann der Kurs wirklich zusammengebrochen bis April 2025. Das war halt dieser altbekannte Zollandrohungskrieg von Donald Trump. Und dann ging es halt dementsprechend für die Alphabet-Aktie richtig steil nach oben. Ich habe übrigens in dieser Phase, wo die Aktie wirklich von allen Leuten schlecht gesprochen wurde, genau da habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe nochmal ein paar Anteile nachgekauft. Ich blende euch mal schnell mal ein, dass ihr seht, was für einen Kursanstieg ich überhaupt mit Alphabet bislang gemacht habe und dass ich überhaupt noch investiert bin. Und ich kann ja von vornherein eins sagen, es könnte eventuell unser erstes 1x auf meinem Portfolio werden. Mal schauen, ob das wirklich so kommt. Schön wär's. Aber natürlich nach so einem Kursanstieg, was wir hier sehen, von 142%, fragt sich der eine oder andere, okay, ist die Alphabet-Aktie überhaupt überbewertet oder ist sie noch fair bewertet oder wie schaut es überhaupt da aus? Und aus dem Grund habe ich mir irgendwann mal gedacht, okay, man muss doch die Aktien fundamental bewerten, weil sonst hat man ja gar keine Möglichkeit überhaupt hier einen Kurseinstieg zu finden. Und deswegen werden wir uns wirklich fundamental jetzt die Aktie von Alphabet anschauen. Ihr kriegt auch am Ende einen Kurs angegeben, zu dem man kaufen kann. Und ich werde auch ein paar Kleinigkeiten sagen, wie ich handeln würde, wenn ich noch gar nicht in diese Aktie investiert wäre. Aber da müsst ihr euch das Video bis zum Schluss anschauen, denn es werden hier und da mal Kleinigkeiten vorkommen, die wichtig sind für eure Entscheidung. Wie gesagt, alles hier keine Anlageberatung, das ist nur meine persönliche Meinung und ihr müsst natürlich immer zweimal hinterfragen, falls ihr bemerkt, dass irgendeiner investiert ist und so weiter und so fort. Also ihr kennt das ganze Spiel, das ist alles nur Entertainment von meiner Seite aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Google Sheets mal rüber und dann schauen wir uns dort Alphabet fundamental mal an. Wir fangen unsere Fundamentalanalyse immer mit den Marktdaten an. Also wir schauen hier uns Folgendes an. Wir haben bei der Google aktuell einen Aktienkurs von 328 US-Dollar. Das ist natürlich der Aktienkurs, der zu dem Zeitpunkt, wo das Video aufgenommen wird, halt da ist. Wir haben eine Marktkapitalisierung von fast 4 Billionen US-Dollar und da gab es auch vor kurzem ein richtiges Beben an der Börse, weil Google hier die Apple-Aktie überholt hat. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis von knapp über 32 oder fast 33. Merkt euch diese Zahl, weil die wird später nochmal ganz wichtig werden. Übrigens für die Legende Peter Lynch war ein Kursgewinnverhältnis immer eine sehr wichtige, aussagekräftige Zahl und wie gesagt, die werden wir später noch brauchen. Dann haben wir einen Gewinn je Aktie von 10 US-Dollar, eine Dividende von 60 Cent, also Google hat ja auch vor kurzem auch die erste Dividende ausgeschüttet und wir haben eine Dividendenrendite, die ist noch relativ mickrig von 0,18, aber da bin ich auch guter Dinge, dass Google hier dementsprechend bald ihre Dividende anheben könnte. Beim 52 Wochenhoch und Wochentief sehen wir wirklich, dass wir in der Nähe vom Wochenhoch
sich befinden. Aber, und da kommen wir später noch dazu, warum ich das hier gar nicht so alles dramatisch sehe. Dann haben wir bei der Kategorie nach Peter Lynch, habe ich die Google-Aktie unter Stalwarts und Fast Growers eingestuft. Warum habe ich das gemacht? Weil das ist ein sehr stabiles Unternehmen und hat aber auch Potenzial, wirklich stark zu wachsen. Also die wachsen weiterhin richtig stark. Also die können sich teilweise gar nicht gegenüber Startups verstecken von ihrem Wachstum her. Und deswegen, ich finde, die Google-Aktie passt in beide Unternehmen. Übrigens, ich habe genau dasselbe zu einem anderen Unternehmen gesagt, und zwar zu Meta. Kleiner Spoiler dazu. Ich werde euch mal das Video zu Meta, zu der Meta-Analyse auch mal verlinken. Ich muss euch auch eins sagen. Ich finde diesen ganzen Kommunikationssektor extrem interessant. Also diese Unternehmen haben teilweise richtig niedrige KGVs, wirklich sind groß etabliert, haben ein sehr starkes Wachstum. Also das sind in meinen Augen meine Lieblingsunternehmens mittlerweile. Also das ist so meine Meinung. Aber okay, machen wir mal weiter. Dann haben wir unter Basisjahr, das wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum steht hier 2024? Und zwar, weil ich mich immer auf den letzten Jahresbericht, also auf den letzten 10K-Bericht berufe bei meinen Analysen. Warum mache ich das so? Weil die Legende Warren Buffett hat öfter auch gesagt, kurzfristig, wenn man sich die ganzen Quartalsberichte anschauen würde, würde man immer wieder extreme Sachen sehen, die vielleicht ein Unternehmen in einem Quartal halt dementsprechend macht, und am Ende des Jahres ist es aber alles geglättet und dann sieht man erst wirklich fundamental, ob das Unternehmen richtig schön wächst oder nicht. Also diese kurzfristigen Aktionen sollten eigentlich seiner Meinung nach, und das ist auch meine Meinung, komplett ausgeblendet werden. Aber genau, das mache ich so, und wie gesagt, wenn es jemand anders macht, dann soll er es machen. Und dann haben wir noch ein Beta für alle Neulinge, damit sie verstehen, was überhaupt ein Beta von 1,08 hier bedeutet. Das bedeutet, der Gesamtmarkt hat hier ein Beta von 1,0 und wir haben ein Beta von 1,08. Das bedeutet, wir schwanken mit 8% stärker wie der Gesamtmarkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Vergangenheitsdaten rüber, zu den letzten 5 Jahren, und dann schauen wir uns dort mal ein paar wichtige Sachen mal an. Dann schauen wir uns jetzt mal die Daten an aus den letzten 5 Jahren, was hier Google dementsprechend geleistet hat. Wie gesagt, falls ich irgendwo in der Zeile verrutsche oder mich verspreche, dann tut es mir leid, aber das sind wirklich viele Daten hier. Also, wir haben hier ein Umsatzwachstum um 16,68% von 2020, von 182 Milliarden auf 350 Milliarden. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Unternehmen dieser Größe mit dieser Wachstumsrate am Umsatz, das ist phänomenal. Also Wahnsinn, von 182 Milliarden auf 350 Milliarden. Dann haben wir das EBITDA. Übrigens, das werden wir für eins unserer Bewertungsmodelle noch brauchen in unserem Video, um 22,65% angestiegen, von 54 Milliarden auf 127 Milliarden. Hammer. Net Income 23,86 angestiegen, im Schnitt von 40 Milliarden auf 100 Milliarden. Auch. Also wie gesagt, also ich sage in jeder Zeile, das ist der Hammer, und es meine ich auch so. Dann haben wir ein EPS, also Earnings per Shares oder anders gesagt Gewinn je Aktie, um 26,73%, von 2,93 $ auf 8,04 $. Hammer. Dann haben wir Free Cashflow um 19% angestiegen, ein bisschen weniger wie die anderen Sachen, aber 42 Milliarden auf 73 Milliarden. Und dann haben wir, und da kommen wir jetzt eigentlich zu den interessantesten Punkten, wir haben die Buyback-Rate. Was bedeutet die überhaupt? Das bedeutet, wie viel, also an den Prozenten her, nehmen Sie vom FCF her, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und wir sehen hier, im Jahr 2024 waren wir bei 84%. 84%. Das bedeutet, dass die wirklich viel Geld in die eigene Hand nehmen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das ist der Hammer. Dann, der Buchwert ist um 10% angestiegen, von 222 Milliarden auf 325 Milliarden. Dann haben wir die Shares Outstandings um
2,28% gefallen. Also hier das Minus ist für uns Plus. Das ist, also will ich nur erklären. Das bedeutet, wir haben ein automatisches Wachstum von 2,28%, ohne dass wir irgendwas anderes noch dazu tun müssen. Das bedeutet, hier sehen wir wirklich phänomenal, dass dementsprechend Google ihr Geld dazu verwendet, um Aktien zurückzukaufen, und wenn weniger Aktien vorhanden sind, bedeutet das, dass unser Anteil unserer Aktien automatisch mehr an Wert gewinnen, ohne dass irgendwas anderes hier wachsen muss. So. Und jetzt haben wir noch die Dividende, die im Jahr 2024 hier das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens ausgeschüttet wurde, und ich bin guter Dinge, dass hier dementsprechend hier weitere Steigerungen kommen sollten in den Jahren danach. Und jetzt gehen wir mal rüber zu dem Master Key. Dort erkläre ich mal, welche Bewertungsmodelle ich nutze und welche Preise dementsprechend dort auch rauskommen. Dann schauen wir uns jetzt final alles mal an. Jetzt können wir uns anschauen, was mein kombinierter Master Key dementsprechend hier für einen Preis am Ende rausgibt. Ich muss aber erklären, wie überhaupt dieses ganze Modell hier funktioniert. Ich führe im Hintergrund 3 verschiedene Modelle durch. Einmal die Discounted Cashflow Variante nach der Philosophie von Warren Buffett. Einmal die PEG-Variante nach Peter Lynch, die ist aber ein bisschen abgeändert, weil sie dementsprechend nicht nach einem normalen Pack 1,0 oder 2,0 oder so ausgeht, sondern ich schaue mir dementsprechend an, was sind die durchschnittlichen vergangenen KGVs, und die kommen in die Berechnung mit rein. Und dann habe ich noch das Enterprise Value EBITDA, was ich noch berechne. Und dann sehen wir unter den Wahrscheinlichkeiten, dass ich hier 3 verschiedene Prozentangaben habe. Warum ist es so? Weil in meinen Augen ist die Discounted Cashflow Variante einfach die stabilste und beste Variante, um überhaupt ein Unternehmen zu berechnen oder zu bewerten. Und aus dem Grund bekommt das DCF-Verfahren einfach die höchste Wahrscheinlichkeitsrate. Und dann sehen wir hier unten einen Master Key Preis, der sich ergibt aus den 3 verschiedenen Modellen, die da reinfließen. Und ich muss dazu sagen, für jedes einzelne Modell führe ich 3 verschiedene Szenarien durch. Einmal die konservative, die moderate und die optimistische Berechnung. Und diese 3 fließen dementsprechend in einen Master Key rein, der dann wiederum in den kombinierten Master Key hier wiederum reinfließt. Und dann sehen wir hier unten noch, dass wir eine abflachende Wachstumskurve haben. Und warum ist es so? Weil wir können nicht davon ausgehen, dass ein Unternehmen in die Zukunft mit dieser Größe, was jetzt Google mittlerweile ist, ohne weiteres so weiter wachsen kann. Das funktioniert nicht, und das werden die auch nicht machen. Und deswegen baue ich in jedes einzelne Modell noch eine Szenario-Varianz ein, die dementsprechend diese Wachstumskurve abflachen lässt. Und dass das nicht reicht, dann kommt noch ganz oben, was wir uns hier anschauen können, der kombinierte MOS-Preis, also Margin of Safety Preis. Das bedeutet, vom gewichteten Fernwert ziehe ich 20% ab, und das macht man aus dem Grund, damit man, falls man sich verkalkuliert hat oder falls man zu schön gerechnet hat im gewichteten Fernwert, dass man dementsprechend mit 20% weniger dann besser fährt. Und deswegen mache ich das so, und ich finde, das ist das Beste, was man so dementsprechend hier machen kann. Und wir sehen aber, weil ich euch vorhin gesagt habe, dass wir uns das KGV merken sollten, und zwar, wenn wir uns unter der Zeile PEG Ratio anschauen, sehen wir, dass der Preis hier dementsprechend viel zu niedrig ist zu dem, was jetzt gerade aktuell als Aktienkurs dasteht. Und da würde ich ganz gerne, dass Google hier uns vom KGV ein bisschen entgegenkommt. Ich sage jetzt nicht in den optimalsten Wert, aber ich würde zumindest so in Richtung 27 vielleicht gehen. Wir sind jetzt gerade bei fast 33 oder zumindest mal unter 30, dass wir sind. Und dann wären wir auch dementsprechend bereit, wieder hier Geld reinzustecken. Wie gesagt, das ist alles keine Anlageberatung. Eventuell hat
Vielleicht habt ihr eine komplett andere Meinung zu den Wachstumsraten. Das sind meine Meinungen und ich mache das auch immer so, nachdem das Modell fertig ist, schaue ich im Internet, was die anderen Analysten so als Wachstumsschätzungen für die kommenden 5 Jahre hernehmen und ich vergleiche das so. Und ich kann euch nur was sagen, ich habe hier deutlich niedrigere Wachstumsraten hergenommen wie andere Analysten. Das heißt, ich bin sowieso konservativer unterwegs und ich bekomme trotzdem hier raus, dass der Preis relativ fair ist. Also dieser ganze Unfug da draußen, die Aktie ist überteuert etc., um Gottes Willen, da kann man nicht mehr einsteigen. In meinen Augen ist es großes Blablabla. Wir sollten uns dementsprechend die Aktie aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir hier mit dem Master Key fertig. Jetzt gehen wir noch in die Checkbox rüber und dann schauen wir uns an, welche Punkte dementsprechend hier Google für uns gut abgeschnitten hat. Jetzt schauen wir uns nur noch unsere Checkbox an und dann kommen wir zum Finale. Also, Google hat hier 7 von 7 Punkten erhalten. Was mir wirklich schön gefällt, ist einmal das Wachstum, also EPS auf 10 Jahressicht ist größer als 10%. Da haben wir dementsprechend 23,6% erreicht. Dann ROIC von größer 15%, da sind wir bei 27,7% gelandet. Übrigens, ich habe schon Microsoft und auch Meta berechnet und da habe ich in meinem Kalkulator oder dementsprechend in der Berechnung im Hintergrund einen kleinen Fehler eingebaut. Es tut mir leid in der Sache, das könnt ihr auch gerne in den anderen Videos ignorieren. Dann haben wir einen ROE-Wert, der größer 12% ist und was mir auch richtig positiv aufgefallen ist, ist einfach die Buyback-Rate, die dementsprechend hier bei 0,72% ist. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video? Das ist meine Berechnung von Google. Ich würde, wenn ich persönlich jetzt nochmal hier einsteigen wollen würde, würde ich warten, bis das KGV ein bisschen attraktiver wird. Wir wissen, dass im Kommunikationssektor dementsprechend öfter mal passiert, dass das KGV wirklich auf 25 runterfällt und dann würde ich so ein Unternehmen nochmal ins Portfolio neu aufnehmen. Ich bin schon investiert, aber falls dementsprechend Google hier nochmal zurückkommen sollte, werde ich hier nochmal aufstocken. Und dann würde ich sagen, ist es mein Finale, das ist mein Ergebnis und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine ruhige restliche Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder was Neues analysieren. Ciao, ciao.